Ein Fahrzeug zu bergen, das funktioniert natürlich nur, wenn ich das passende Material dabei habe. Das muss nicht ganz so viel sein, wie wir hier einfach mal aufgebaut haben, aber es zeigt, was alles möglich ist, und wenn man sich dann das passende Material zusammenstellt, dann kann auch nichts schief gehen. Wir haben hier zum Beispiel das Material, was ich brauche, um mich alleine aus misslichen Lagen zu befreien. Fängt an bei der Schaufel oder dem Klappspaten. Natürlich ein Kompressor, wenn ich die Luft abgelassen habe, dass ich dann auch wieder Luft auf die Reifen bekomme. Ein Spanngurt kann schon helfen oder ein Kettenzug. Sandbleche natürlich nicht zu vergessen oder überhaupt der Wagenheber, entweder per Luft oder als Highlift, um das Fahrzeug anheben zu können. Es gibt auch verschiedene Seiltypen, wenn ich dann ein zweites Fahrzeug zur Verfügung habe. Elastische Seile mit Gummikernen, verschiedene Konstruktionen. Es gibt auch verschiedene Gurte, auch da elastisch oder statisch. Verschiedene Schäkel, Tauwerkschäkel, um eben das ganze Material auch an die Fahrzeuge anschlagen zu können. Jedem natürlich bekannt ist der Stahlschäkel. Ganz wichtig, er sollte das sogenannte Working Load Limit, abgekürzt WLL, auch wirklich aufgedruckt haben, damit ich sehe, was der Schäkel leisten kann. Eine neue Variante, mittlerweile recht populär, ist der sogenannte Tauwerkschäkel. Der kann dasselbe wie ein Stahlschäkel, lässt sich nur leichter öffnen und schließen, und durch sein geringeres Gewicht ist er auch in Gefahr, dass etwas reißt, weitaus weniger gefährlich als ein Haufen Stahl. Wenn ich das Glück habe, eine Seilwinde an Bord zu haben, ist es auch immer gut, einen sogenannten Snatch- oder Umlenkblock dabei zu haben. Dann kann ich das Seil direkt da einlegen und kann die Kraft der Wind verdoppeln. Gibt es auch in einer Version für Dyneema-Seile, also für diese Kunstfaserseile. Damit habe ich nochmal weniger Gewicht, er wiegt nur einen Bruchteil. Auch hier wieder das Thema geringeres Gewicht, weniger Gefahr, wenn ein Seil reißt. Beim Haken, den ich an der Winde benutze, immer darauf achten, auch da muss die Arbeitslast angegeben sein, damit ich weiß, in welchem Bereich ich das wirklich sicher nutzen kann. Ein weiterer Bereich sind die Gurte. Da gibt es verschiedene Techniken, je nachdem, welchen Einsatz ich habe. Einmal als sogenannter Baumankergurt, um dann einen Anschlagpunkt am Baum oder an einem Fels zu haben. Das geht entweder als Schlinge oder als Gurt mit 2 Enden. Und dann natürlich zum Bergen verschiedene Gurtbreiten, je nachdem, welche Belastung ich beim Fahrzeug habe. Und diese gibt es entweder als statischen Gurt, sprich sie werden sich nicht dehnen, oder als elastischen Bergegurt, die dann teilweise bis zu 30% dehnen. Und das ist dann vergleichbar mit den kinetischen Bergeseilen für kleinere Fahrzeuge. Seile können sehr stark unterschiedliche Eigenschaften haben, und in der Szene bekannt ist das sogenannte KER, steht für Kinetic Energy Recovery Rope, zu Deutsch ein kinetisches Bergeseil. Wir haben zum Beispiel hier das Drahtseil. Draht dehnt nicht oder nur ganz in geringen Prozentzahlen. Dyneema, also die Kunstfaser von den Winden, ist dem Draht ziemlich ähnlich, ist zum Bergen schon eine ziemlich ruppige Angelegenheit. Aber es gibt Seilkonstruktionen, die aufgrund der Fasern und aufgrund der Webart, der Flechtart sehr viel elastische Dehnung bieten. Und das KER ist insofern auch schon gar nicht mehr richtig. Eigentlich müsste es KERS heißen, denn es gibt kinetische Produkte nicht nur als Seil, sondern eben auch als Gurt, als Strap. Aber nicht nur Seile oder Gurte sollte man in den Schubs und Stauräumen eines Offroad-Fahrzeugs finden. Die Berge Basics, ganz klar natürlich der Klappspaten oder, wenn ich viel in Wüstenregionen unterwegs bin, eine schöne breite Schaufel. Wenn ich mit schwerem Material umgehe, sind Handschuhe natürlich nicht zu vergessen. Der Kompressor, um Luft in die Reifen zu kriegen, ist zum Bergen eigentlich erstmal sekundär, denn raus geht die Luft ja ohne Technik, aber ich muss ja am Ende auch wieder Luft reinbekommen. Entweder für die PKWs als Extragerät oder bei den LKWs, da haben wir ja die Tanks, da brauche ich ja einfach nur den passenden Anschluss. Techniken, die nur bei kleinen Autos bis 3,5 Tonnen funktionieren, das ist einmal ein kräftiger Spanngurt, ist billiger als eine Winch und kann durchaus eine ganze Menge. Der Greifzug ist schwer, unhandlich, aber auch nicht verkehrt, erfüllt seinen Zweck. Ein Exot in der Reiseszene, das ist die sogenannte Spillwinde. Vereinfacht gesagt ist das Kettensägenmotor mit einer aufgeschraubten Winch. Praktisch, wenn ich im Winter noch mal ein bisschen Brennholz aus dem Wald holen will, weil ich sie überall ansetzen kann, aber für Reisefahrzeuge nur eingeschränkt zu empfehlen. Oft kann es vorkommen, dass ein Gurt nicht reicht. Kein Problem, dann hängt man eben einen zweiten an. Knoten sind tabu, das ist bereits klar. Doch wie sieht es mit den Alternativen aus? Wer jetzt denkt, dieser schöne Stahlschickel mit 4 Tonnen Working Load Limit ist das Beste, um 2 Gurte zu verbinden, der irrt. Denn sollte einer der Gurte reißen,
ist das ein schönes Projektil aufgrund seines Gewichtes und schlägt entweder im Heck des Ziehenden oder in der Frontscheibe des zu bergenden Fahrzeuges ein. Da sind Verletzungen programmiert. Bessere Lösung deshalb, den Stahlschäkel rausnehmen und die Gurte mit einem Tauwerkschäkel verbinden. Der wiegt ein Bruchteil und hinterlässt keine so massiven Schäden. Doch auch ohne so einen Softschäkel lassen sich Gurte sicher miteinander verbinden. Zuerst packe ich Grün durch Orange und ziehe. Und das zweite Mal packe ich Orange durch Grün und ziehe. Und ziehe. Und dann am Ende kommen diese zwei Schlaufen so zusammen. Aber würde ich die jetzt einfach unter Last ziehen, dann ist garantiert, auch das bekomme ich nie wieder auf. Aber es gibt einen Trick. Zeitung, Notizblock, Reisetagebuch oder den Explorer nehmen, hier zwischenziehen und der sorgt dafür, dass ich am Ende den Gurt wieder lösen kann. Erst wer sich einmal in den Schlamm legen musste, um die geeigneten Anschlagpunkte für die Bergeausrüstung zu entdecken, kennt sein Fahrzeug wirklich. Hat man sich denn festgefahren, ist die nächste große Frage natürlich, wo kann ich mein Bergematerial überhaupt anschlagen? Grundsätzlich haben Geländewagen und LKWs Leiterrahmen. Das heißt, das sind zwei parallel verlaufende Längsträger. Und in deren Verlängerung finde ich eigentlich auch immer die besten Punkte, um das Material sicher anzubringen. Eine weniger gute Idee ist es, habe ich eine Seilwinde zur Verfügung, das Schleppseil einfach in den Haken einzuschlagen. Damit belaste ich das Seil und die Winde relativ stark. Bei dieser Nachrüststoßstange zum Beispiel haben wir hier schon Ansatzpunkte, die funktionieren mit Stahlschäkeln. Tauwerkschäkel werden hier relativ schnell durchschneiden. Aber bei diesem Fahrzeug und bei anderen Geländewagen gibt es noch bessere Möglichkeiten, nämlich hier ganz unten am Hauptträger. Da sind große Augen angebracht, die auch wirklich die Leistung übertragen können, die ich brauche. Normale Abschlepphaken sind für weit weniger Last ausgelegt. Und wenn ich hier mit einem großen Schäkel rangehe, auch hier an der scharfen Kante, würde ein Tauwerkschäkel einfach durchschneiden. Dann habe ich wirklich das Beste erreicht. Ganz wichtig beim Schäkel zudrehen, ich drehe ihn nicht ganz fest zu, sondern am Ende eine halbe Umdrehung zurück. Dann kann ich ihn auch bei starken Überlastungen wieder aufdrehen. Und wenn ich mich nicht selber festgefahren habe, sondern andere Leute aus dem Dreck ziehen muss, dann brauche ich natürlich auch hinten den passenden Ansatzpunkt. Und da ist er schon, könnte man denken. Die Anhängerkupplung, zack, Gurt drüber und los geht's. Aber absolut nicht empfehlenswert, denn die Kugelkopfkupplung ist nicht dafür ausgelegt, so starke Lasten aufzunehmen. Der Gurt könnte sogar abrutschen, der ganze Anhängerbock könnte abrutschen. Finger weg. Dafür zum Beispiel in diesem Fahrzeug einfach um den Hauptträger rum und schon habe ich eine sichere Verbindung. Bei anderen Fahrzeugen gibt es natürlich andere Optionen. Und in der nächsten Folge geht's dann ans Eingemachte, Selbstbergen mit Fahrtechnik.